Sie bitten und ein paar Worte sagen. You wanted to say a few words and get the team up, right? It's truly an honor here to be here in Berlin. I normally hate watching my own films, so I was going to just leave after the first few minutes, but just seeing the audience reaction, I stayed during the entire film, so thank you very much, Berlin. Er hat gesagt, er hasst es normalerweise, seine eigenen Filme zu sehen, aber weil ihr so mitgegangen seid und weil er eure Reaktionen so toll und spannend fand, ist er drin geblieben. Vielen Dank an das Publikum. The credit is never mine alone, so I'm going to introduce my team real quick to you. Genau, also er hat es natürlich nicht allein gemacht, es gibt wichtige Leute, die damit sind und er holt jetzt ganz schnell das Team hoch. I went to him with another film, but as I was leaving, I mentioned the story of Dhanak in one line, and he said, let's do it right now. The producer of the film, Manish Mundra. Jetzt kommt der Produzent hoch. Nagesh ist zu ihm gegangen mit einem anderen Film, hat dann die Geschichte von Dhanak erwähnt und er hat sofort gesagt, lasst uns das machen. Und jetzt hat er den Film möglich gemacht und ist hier auf dieser Bühne. My producing partner, someone who's been with my very first film and all the way through to this one, also another producer on the film, Ilahe Hibdullah. Ist seit seinem ersten Film bei ihm Teil des Teams, produziert mit ihm die Filme und ist auch heute hier. Can you take the video? Huh? Can you hold the video? It's on. It's already on? Okay. The visual elements of a film always take the credit and sound is always ignored. I want to bring two very special people who traveled all the way from Mumbai, my sound designer Vipin and the music director Tapas. Also er hat gesagt, dass wenn man einen Film sieht, achten immer alle auf die Bilder, aber der Ton wird vergessen. Und mit dabei, eingeflogen extra aus Mumbai, sind der Toningenieur, derjenige, der das Ganze gemischt hat, und auch der Komponist. That's it. So, die Idee ist ja, dass ihr Fragen stellen könnt, die euch auf dem Herzen liegen. Und deshalb haben wir gleich im Publikum 2 Mikrofone. Eins ist da, vorne bei Sophia, die hebt so einen Zettel hoch. Und das andere wird genau spiegelverkehrt auf der anderen Seite stehen. Und ihr geht bitte einfach hin, wenn ihr Fragen habt. Stellt euch da an und dann könnt ihr die Fragen stellen. Also einfach zu den beiden Menschen mit Mikro gehen. Und ich fange an und wir versuchen das alles so ein bisschen Deutsch-Englisch gemischt zu machen. Ich versuche zu übersetzen. But I'm gonna start with the first question while they are thinking about their own. The two kids are simply amazing. They carried the film on their shoulder. How did you cast? How did you find them? What were you looking for and what happened when you find them both? Also wie hat er die beiden Hauptdarsteller gefunden? It was a very long auditioning process. We looked at overall at least 1,000 kids, but we auditioned at least more than 100 kids very extensively. And then after about 4 or 5 rounds of auditioning, I selected these 2 kids. Also er hat gesagt, es war ein ganz langer Castingprozess. Über 100 Kinder hat er sich nochmal sehr intensiv wirklich angeguckt, also nicht nur einmal gesehen, sondern richtig auch mit denen gearbeitet. Und dann nach 4, 5 Runden von Casting, also von Schauspielerauswahl, hat er die beiden entdeckt und dann ausgewählt. The most amazing thing about these kids, and really the adults need to learn from them, that we shot for 33 days and the temperature a lot of times was above 50 degrees Celsius. And they shot it with a smile, without any complaints. I can take credit for casting them as actors,
but I cannot take any credit for them being really good human beings. Also er hat gerade nochmal erzählt, dass sie haben 33 Tage gedreht, teilweise wirklich bei Temperaturen von über 50 Grad Celsius. Und die beiden Kids haben das gespielt, immer mit einem Lachen im Gesicht, immer gut gelaunt, wahnsinnig professionell. Und er sagt, er kann sich hoch anrechnen, die beiden gefunden zu haben. Aber wie sie das durchgezogen haben, ist einzigartig und er bedankt sich bei ihnen. We have questions from the audience over there. War der Junge wirklich blind? Is he really blind? No, he's not. He's acting. Er hat es nur gespielt, er ist nicht wirklich blind. Nächste Frage. Steht da nicht noch jemand? Wie alt ist Pari? How old is Pari? Pari is now, I think she's turning 12. No, she's 11. So she's 11, but I think she's going to turn 12 shortly. Also bald wird sie 12, sie ist 11 gerade. Da ist eine Frage. Also wie lange habt ihr gebraucht, um den Film zu machen? How long did it take you to make the film, from the first idea, financing, shooting? Oh, young she is. I've made 14 films so far. This is the film that I've made the fastest. We decided roughly met towards the end of April. 2 months later, 1st of July was our first shooting date. So, and you know, in October we sent it to Berlin. So this is the fastest. It took us about 6 months or less than that. Also er hat schon 14 Filme gemacht, das ist der am schnellsten realisiert werden konnte. Gegen Ende April hat er das erste Mal die Idee besprochen und dann haben sie im Juli schon gedreht und im Oktober konnten sie den Film schon zur Berlinale senden. Also ungefähr ein halbes Jahr und das ist echt richtig, richtig flott für so einen Film. Da ist die nächste Frage. Sind Sie auf die Idee für den Film gekommen? How did you come up with the idea? The image that you see on the poster, the brother and sister holding hands, it was just one of those moments when I just saw this one image of a brother and sister walking across a desert, and from there the story came out. I guess I wanted to make a film where I wanted to tell myself that the world really was not a bad place, that there are still some good people and there is still some goodness in the world. Also er hatte dieses Bild im Kopf von einem Geschwisterpaar, das Hand in Hand durch die Wüste läuft und von da kam das irgendwie und hat sich dann die Geschichte entwickelt und er wollte einfach mal was erzählen, wo man sieht, es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt wirklich das Gute und es gibt gute Leute in der Welt und so kam dann dieser Film zustande. Nächste Frage da hinten. Wie viele Menschen haben gedreht? How many people were involved in this shooting? See, in India, we deal with numbers. If you all want 5 people, we'll give you 500. So our crew was at least about 125 strong, 125, 150 strong. That's how many people we took from Mumbai to Rajasthan, not including the actors. Also es haben mindestens 120, 150 Leute mitgewirkt in dem Film. So viele haben sie mitgenommen, um diesen Film zu ermöglichen. Und das schließt noch nicht die Schauspieler mit ein. Also richtig großes Team. Nächste Frage. Wie viele Stunden am Tag habt ihr gedreht? How many hours per day did you have to shoot? Okay, this is, since I'm here in Germany, I'm going to have to lie. Because I know you have strict laws against how you make kids work. So we worked only for 2 or 3 hours a day tops. It was a very, very comfortable, easy shoot. Also weil es in Deutschland so strenge Vorgaben gibt, wie lange auch gerade Kinder pro Tag drehen dürfen, muss er an der Stelle leider lügen. 2-3 Stunden pro Tag, das war total easy, kein Problem. The truth is we shot really, really long hours. I mean, like on days where you had that sleeping scene at night where after the wedding and stuff like that, we were shooting sometimes 15, 16 hours a day. Also teilweise richtig lang, 14, 15 Stunden am Tag. Richtig, richtig lang. Nächste Frage da hinten. Wohnt das ganze Team wirklich in Indien? Does the whole team really live and is from India and living in India? Yeah. German answer, very nice. Nächste Frage da hinten. Warum heißt der Film Regenbogen?
What about the title of the film? Why Dhanak? Why Rainbow? When we always talk about beauty and being able to see stuff, especially when you talk to kids and you talk about something beautiful and magical, I remember even in my childhood, a rainbow seemed to have this dramatic element. Since I used that as the title, I wanted to try and come up with a more clever way to show the rainbow instead of, you know, the uncle just taking the kid to a mountain and, you know, it rains and he shows it in the sky. So I played with the title a little bit till I came up with the rainbow in the candle. Also Regenbogen steht ja für was Wunderschönes und auch er erinnert sich noch irgendwie seit seiner Kindheit schon, dass ein Regenbogen so was ganz Besonderes, was ganz Tolles ist. Und dann hat er sich entschlossen, den Film so zu nennen und hat eben einfach versucht, einen geschickten, tollen Weg zu finden, diesen Regenbogen im Film unterzubringen und eben nicht einfach nur ihn am Himmel zu sehen, weil es regnet. Und dann kam er irgendwann mit der Idee der Kerze, wo der Regenbogen zu sehen ist. Nächste Frage. Wo war das Dorf mit den runden Häusern? Where was the village with the red houses? And maybe basically where did you shoot the film? In which part of India? We shot the film in a state called Rajasthan, which is in the western part of India. That's actually a state that Manish comes from. It has a lot of deserts, the landscape is beautiful, and we shot in about 47 locations across the state. Also sie haben im Westen von Indien in Rajasthan gedreht, das ist auch der Ort, wo Manish herkommt. Und sie haben insgesamt an 47 verschiedenen Orten gedreht, also sie sind viel unterwegs gewesen. Und in dieser Gegend gibt es eben schöne Dünen und viel Wüste und es ist sehr, sehr schön da. Nächste Frage da hinten. Wie wurde die Szene mit dem Sandsturm gedreht? How did you shoot the scene with the sandstorm? Two big fans, a lot of sand and some special effects. Zwei sehr große, wie sagt man, Ventilatoren, viel Sand und ein paar Special Effects. Da hinten. Sind die beiden Namen von den Kindern echt oder nur vom Film? The kids, do they really are called like in the film or is it just the film names for them? Nur die heißen nur im Film, so in echt haben sie andere Namen. Da hinten. Sind die Geschwister? Are they really siblings? No, but they started out as actor friends and almost midway during the film, they really did become siblings because Hetal, who plays Pari, constantly took care of Krish, who plays Chotu, and he would drive her up a wall all the time, and they called each other by their screen names Chotu and Pari. Also spätestens nach der Hälfte der Drehzeit waren sie wirklich sowas wie Geschwister, obwohl sie eigentlich nur Schauspielerfreunde sind. Aber sie hat sich irgendwann wirklich die ganze Zeit um ihn gekümmert, wie bei einem echten großen Schwester, und er hat sie wirklich zur Weißglut gebracht und verrückt gemacht. So, wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Ist da noch eine? Ja, vielen Dank für den Film und für die Freude, die ich jetzt mit nach Hause trage. Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, Sie wollten einen Film machen darüber, dass es auch das Gute gibt, aber Sie haben ja das Böse nicht verschwiegen. Können Sie vielleicht zu dem Bösen, was Sie in dem Film zeigen, noch was sagen, erläutern, was Sie damit zeigen wollen? You already told us that you wanted to make a film about the good in the world, but you did not hide the bad that also is there. Maybe you can tell something about the bad elements in the world and in your film. I knew that no matter how utopian I wanted to make the world, the truth is there are some unfortunate elements. I have a personal problem, I hope I'm not offending anyone, but with organized religion, because it seems to cause most of the problems. So the only people who were quote-unquote bad in the film were the people who were associated with religion, who were praying and stuff like that. Also er persönlich hat ein Problem mit Religion, er kommt einfach nicht damit klar mit organisierter Religion und Kirche, muss man wahrscheinlich eher übersetzen, ohne jetzt irgendwen von euch damit angreifen zu wollen, so ist einfach seine Denke. Und deshalb sind, so schön die Welt auch gezeichnet werden kann, die bösen Elemente des Films meistens irgendwie verbunden mit Religion. One last comment. The film was also a reminder to me that my India, the India that I grew up in, was this.
People helped each other on the road. People, you know, you were never scared to walk off with a stranger or go sleep in a stranger's house. At least for my own self, I wanted to bring those memories back. Also er möchte sich selbst und ja, auch euch alle damit erinnern mit dem Film an das Indien, in dem er aufgewachsen ist, in dem es wirklich unterwegs, man trifft jemanden und jeder hilft jedem, man braucht keine Angst zu haben, bei jemand anderem zu übernachten zum Beispiel. Und das ist so eine Erinnerung an ein Indien, das er als Kind erlebt hat, das er mit dem Film gerne auch nochmal aufleben lassen wollte. So I think it's about time for the last question. I'm sorry, maybe you can continue your chat downstairs, but letzte Frage da hinten bitte. Wie heißen die Geschwister in echt? What are the names of the siblings in real life? Oh, the boy, his name is Krish, and the girl's name is Hital. Also Krish ist der Name des Jungen und Hital des Mädchens. So, und jetzt muss ich leider das Ganze hier abbrechen, denn wir haben noch eine weitere Vorstellung danach. Thank you so much for being here. Thank you for the film. Great pleasure. Euch allen vielen Dank fürs Kommen. Es gibt einen Publikumspreis, there's an audience award, so please, bitte nehmt draußen die Zettel mit, tragt ein, wie euch der Film gefallen hat, werft unten in die blauen Kästen und guckt die nächsten Tage so viele Berlinale Filme wie es geht. Viel Spaß noch, schönen Sonntag und bis bald. Danke. It's a dinner. It's a dinner.